Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem wir uns im letzten Video zum Deutschen Orden mit der Darstellung der Schlacht von Tannenberg aus der Sicht der polnischen Chronisten befasst haben, soll heute nun die deutsche Quelle zu Wort kommen und auch die Fortsetzung von Johann von Posilge. Posilges Bericht befasst sich zwar nicht mit so vielen Einzelheiten wie der Johann Długoszs, aber auch hier sind die Parteilichkeit des Schreibers und die Geringschätzung der gegnerischen Seite deutlich wahrzunehmen. Beginnen soll der Bericht über die Schlacht mit den Ereignissen, die sich kurz vor Ausbruch der Kämpfe vor Tannenberg ereigneten. Nachdem die Vermittlungsversuche König Wenzels IV. Von Böhmen gescheitert waren, begann der polnische König sein Heer zu sammeln und, jetzt kommt wieder Mittelhochdeutsch, besammelte sich mit den Tatern, Russen, Lituwen und Samaiten wieder die Christenheit. Im nächsten Satz heißt es, dass sich Wladislaw wohl besammelt hatte mit den Unchristen und mit Witold, mit dem Herzogin und Polan und Walachin, mit so einem großen Heere, dass es unsprechlichen ist, und zogen von Plotzk gegen den Landen von Prussi. Ein kurzer Einschub hier zu den Vermittlungsversuchen König Wenzels von Böhmen. Diese Vermittlungen scheiterten nach dem Fortsetzer von Posilges Chronik nicht an der Unwilligkeit des Deutschen Ordens, sondern daran, dass der König von Polen sich weigerte, seine Gesandten nach Breslau zu schicken. Dort sollen die Gesandten des Ordens bis zum 14. Mai vergeblich gewartet haben und ließen sich dies sogar notariell bestätigen. Interessanterweise wird dieser Vermittlungstermin und das Ausbleiben der polnischen Gesandten bei Długosz überhaupt nicht erwähnt. Dieser erwähnt dagegen eine Gesandtschaft, die nach Prag geschickt wurde, damit Wenzel über den Streit zwischen dem Orden und dem Königreich Polen entscheiden sollte. Zu dem Zeitpunkt, da sich laut Posilge und seinem Fortsetzer die Truppen Polens und Litauens bereits sammelten, waren die ungarischen Gesandten Nikolaus von Gara und Stibor von Stiboritz in Thorn. Diese erkannten aber, dass sie nichts mehr ausrichten konnten und König Wladislaw in seinem bösen und schädlichen Willen, die Christenheit zu verderben, verließen. Weiter berichtet die Quelle davon, dass sich gegen Sold auch Ritter und Knechte aus Böhmen und Mähren Wladislaws Heer anschlossen, die weder Ehre und Gott und Redeligkeit mit der Heidenschaft zogen auf die Christen, um das Land zu Preußen zu verderben. Hochmeister Ulrich von Jungingen stellte sich diesem Heer mit seiner Macht, womit die Truppen des Ordens gemeint waren, also auch mit den Gästen, den Preußenfahrern und den Söldnern. Die beiden Heere lagen sich an der Dresa gegenüber. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und den Versuch Wladislaws doch noch den Frieden zu bewahren, erwähnt hier der Fortsetzer von Posilge nicht. Wladislaw unterließ es, den Fluss zu überqueren, unterrichtet uns der Text weiter und zog stattdessen nach Gilgenburg, wo er die Stadt eroberte und niederbrannte. An dieser Stelle ist anzumerken, dass bei Długosz zwar die Eroberung und Plünderung Gilgenburgs erwähnt wird, nicht aber die Entweihung der Sakramente durch heidnische Kämpfer, wie es bei Posilge getan wird. Denn der schreibt: Und schlugen tot, alt und jung und begingen so großen Mord mit den Heiden, dass das unsegelig ist und an Kirchen und an Jungfrauen und Frauen. Długosz stellt die Situation vielmehr so dar, dass der Kampf um die Stadt durch ein Missverständnis der Garnison ausbrach. Diese glaubte nämlich, dass die polnischen Truppen, die sich die Stadt ansehen wollten, einen Angriff ausführten. Was Długosz aber nicht verschweigt, ist, dass die Stadt niedergebrannt wurde und viele Menschen, die in den Kirchen Zuflucht gesucht hatten, in den Flammen umkamen. Gleichzeitig berichtet er aber auch, dass der König am 14. Juli entschied, die gefangenen Bürger Gilgenburgs freizulassen und ihnen Schutz vor seinen Truppen garantierte. Nach den Ereignissen in Gilgenburg beginnt nun der eigentliche Bericht über die Schlacht von Tannenberg. Der Fortsetzer Posilges schreibt, dass dem Deutschordensheer zuerst die Heiden entgegengeschickt worden waren und die Polen noch nichts von der Ankunft des Ordensheeres wussten. Wie auch Długosz hielt es der Fortsetzer der Chronik Posilges für ratsamer, einen sofortigen Angriff durchzuführen, um den Feind zurückzuschlagen. Aber statt dies verächtlich als einen Fehler darzustellen, schreibt der deutsche Chronist diesen Vorgang der Ehrenhaftigkeit und der Ritterlichkeit der Ordensführung zu. Długosz hat das in seinen Chroniken natürlich ganz anders dargestellt, als es der Deutsche Orden tun würde, wie ihr das ja schon im letzten Video gehört habt. Auch in der Deutschordenschroniken wird davon berichtet, dass 2 Schwerter übergeben wurden, die den König dazu bewegen sollten, sich der Schlacht mit dem Deutschordensheer zu stellen. So wird dazu geschrieben: Und der Marschalk sandte dem Könige 2 bares Schwert bei den Herolden, das Heer nicht so lege in dem Walde, sondern dass er hervorzuge auf das Ruhme, sie welden ihm Stritis pfliegen. Die weitere Beschreibung der Schlacht entspricht der, die Długosz auch geliefert hat, mit dem Unterschied, dass die Fortsetzung von Posilge weniger lebendig und detailreich beschrieben wird. Die Schlacht beginnt mit dem Kampf der heidnischen Truppen, die auch
wie geschehen vom Orden in die Flucht geschlagen werden konnten, nach der Beschreibung der deutschen Quelle sogar ohne größere Schwierigkeiten und durch die Gnade Gottes. Auch das königliche Heeresaufgebot wird nach heftigem Kampf zurückgeworfen und die Ordensritter glaubten den Sieg schon errungen zu haben, als sie von den Söldnern und Gästen des polnischen Königs angegriffen und besiegt wurden. Zum Abschluss des Berichts wird noch einmal die Propaganda des Ordens deutlich. Wenn die Dinge anders bestellt gewesen wären und der König von Polen ebenso ehrenhaft wie der Deutsche Orden gekämpft hätte, dann wäre der Orden siegreich aus der Schlacht hervorgegangen. Wenn man sich jetzt, nachdem man den zweiten Bericht gelesen hat, auch nochmal mit dem ersten auseinandersetzt, wird sehr deutlich, dass von beiden Seiten viel Propaganda betrieben wurde. Für Dlugosch stehen der Hochmut des Deutschen Ordens und seiner Führung im Vordergrund, während der Nachfolger Posilges vielmehr auf den Einsatz der Heiden und die Bedrohung der Christenheit eingeht, die durch die Bedrohung des Ordens entstand. Deutlich wird auch, dass beide Seiten in der Erinnerung an die Schlacht völlig unterschiedliche Perspektiven vertreten. Für Polen stellt die Schlacht einen großen Sieg über einen hochmütigen Gegner dar, während sie für den Deutschen Orden ein Angriff der Heiden auf die Christenheit ist. Beide Seiten versuchen in ihren chronistischen Überlieferungen die Rechtmäßigkeit des Krieges auf ihrer Seite zu zeigen, wobei in erster Linie nur die bereits genannten Argumente ins Feld geführt werden und mal mehr und mal weniger ausgeschmückt. Der Anschaulichkeit von Dlugoschs Bericht wird durch den Fortsetzer Posilges ein eher nüchterner Tatsachenbericht gegenübergestellt, der den Einsatz der heidnischen Truppen auf polnischer Seite und ihre Gräueltaten hervorhebt. Der Bericht von Posilges Nachsetzer ist wirklich deutlich kürzer als der von Dlugosch und dreht sich sehr stark eben um den Einsatz der heidnischen Hilfstruppen auf Seiten der Polen und natürlich auch die Plünderung Gilgenburgs, das da nochmal extra hervorgehoben wurde, um zu zeigen, wie grausam der Feind mit den Christen umgesprungen ist. Im Gegensatz zu Dlugosch werden bei Posilges Fortsetzer auch keine Zahlenangaben über die heidnischen Hilfstruppen gemacht. Aber der Chronist bringt schon bei der ersten Aufzählung der Zusammensetzung des feindlichen Heeres sein Missfallen über den Einsatz der Tatern, Russin, Letowin und Samaiten zum Ausdruck, die Wladislaw nicht nur gegen den Orden, sondern eben gegen die ganze Christenheit führt. Auch der Einsatz der Heiden in der Schlacht wird von Posilges Fortsetzer kritisiert. Aber er macht auch deutlich, dass es dem Orden gelang, die Heiden relativ schnell zu überwinden, wären ihnen nicht die Polen zu Hilfe gekommen. Außerdem scheint er den Eindruck erwecken zu wollen, dass der Orden in dieser Schlacht gar nicht hätte siegen können, weil sich Polen-Litauen mit den Heiden verbündet hätte, also mit dem Teufel selbst. Folglich war es für die polnisch-litauischen Streitkräfte einfacher, die christlichen Ritter zu besiegen, weil sie ja mit dem Feind Christi verbündet waren. In diesem Zusammenhang zeigt sich dann auch, dass für die verschiedenen Seiten der Schlacht unterschiedliche Dinge von ausschlaggebender Bedeutung waren. Für die polnisch-litauische Seite war es wichtig, den Einsatz der heidnischen Hilfstruppen gering zu halten und die eigene Gottesfürchtigkeit, besonders des Heerführers, hervorzustellen. Für den Deutschen Orden war es dagegen wichtiger hervorzuheben, dass das Königreich Polen gegen Regeln der christlichen Kriegführung verstoßen hatte und ein Bündnis mit dem Feind der Christenheit eingegangen war. Der Erfolg des polnisch-litauischen Heeres brachte den ganzen Ordensstaat ins Wanken, weil man nicht mit diesem Ausgang der Schlacht gerechnet hatte. Die meisten Ritter und Städte des Kulmer Landes, Pomerellens und des westlichen und südlichen Preußens unterwarfen sich Wladislaw und vertrieben sogar die Besatzungen des Deutschen Ordens aus ihrem Gebiet. Die polnisch-litauische Union konnte unter diesen Umständen nicht nur auf ein Entgegenkommen in der Frage Samaritens rechnen, sondern war auch in der Lage, die Herrschaft über Pomerellen zu erneuern. Hierzu versuchte Polen-Litauen, die großen Städte in Preußen, zum Beispiel Danzig, Elbig und Thorn, durch Privilegien und Landschenkungen auf seine Seite zu ziehen. Erschwert wurde die Situation aber dadurch, dass zuerst der Hochmeistersitz des Deutschen Ordens, die Marienburg, besetzt werden musste. Diese war allerdings durch Heinrich von Plauen verteidigungsbereit gemacht worden. Die Belagerung der Marienburg musste dann im September 1410 erfolglos abgebrochen werden, da der livländische Ordenszweig und der mit dem Orden verbündete Sigismund von Luxemburg aktiv wurden. Die Ankunft der Truppen aus Livland und dem Reich ermöglichten es Heinrich von Plauen, der mittlerweile zum Hochmeister gewählt worden war, im Herbst 1410 die Ordensherrschaft über den Großteil Preußens wiederherzustellen. Sigismund marschierte von Oberungarn aus in Kleinpolen ein und zeigte Wladislaw somit sehr deutlich die Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges. Ebenfalls im Herbst des Jahres 1410 trafen noch einmal Truppen des Deutschen Ordens auf ein polnisches Heer. Wladislaw sammelte in Kujawien einen Teil des allgemeinen Aufgebotes aus Polen und die königlichen Abteilungen und brachte es auf eine Streitmacht von insgesamt 2000 Rittern. Diese stellten sich im Oktober einem Ordensheer aus 4000 Söldnern unter Führung des Ordensvogtes der Neumark, Michael Küchmeister, entgegen. Küchmeister versuchte nach der Besetzung Südpomerellens auch Kujawien zu besetzen und Wladislaw auf diese Weise zum Abschluss eines für ihn ungünstigen Friedens zu zwingen.
Die Schlacht verlief aber zu Ungunsten des Deutschen Ordens. Durch diesen Sieg verhinderte Wladyslaw eine Vereinigung der livländischen Einheiten mit den Hochmeister Heinrichs und beendete damit die Offensive des Ordens. Aber es gelang Heinrich, die bereits wiedereroberten Gebiete zu behaupten, und Polen-Litauen war angesichts der Tatsache, dass die Union gegen Sigismund von Ungarn und den Deutschen Orden stand, bereit, Frieden zu schließen. Schließlich wurde am 11. Februar 1411 in Thorn ein Friedensvertrag geschlossen. Der Deutsche Orden verzichtete auf Samoiden und das Sudauer Land, allerdings nur für die Lebenszeit Wladyslaws und Witolds. Zusätzlich gab der Orden auch das Dobriner Land ab und erklärte sich dazu bereit, 100.000 Schock böhmischer Groschen zu bezahlen. Weitere strittige Fragen sollten durch Schiedsgerichte geklärt werden. Die Zugehörigkeit Pomerellens und des Kulmer Landes wurde für Polen ungünstig entschieden. Beide Gebiete verblieben unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Für Polen war dieser Vertrag zwar nur ein halber Erfolg, aber beide Seiten betrachteten ihn als eine Art Waffenstillstand. Damit sind wir dann am Ende des Videos angekommen und wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.